Wir fragen jetzt auf jeden Fall mal, was die Polizei zu diesem Vorfall gesagt hat oder sagen konnte oder sagen wollte. What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Okay, wir haben einen neuen Schauplatz hinzugefügt. Das ist ein Ding. Der Sheriff wurde irgendwann dazu gezwungen, den Fall niederzulegen. Jetzt denke ich mir, sie haben den Joseph, den Großvater, irgendwann mitten in der Nacht so gefunden. Da war er schon in diesem Zustand, in diesem Art Wachkoma. Und Sheriff hat versucht, Nachforschungen anzustellen, aber wurde irgendwann dazu gezwungen, sie einzustellen. Da fragt man sich natürlich direkt, da wird man sofort misstrauisch und fragt sich, ob die Polizei da irgendwie verwickelt gewesen sein mag und da vielleicht versucht hat, irgendwelche Pannen, irgendwelche Ermittlungspannen zu verjubeln. Nicht zu verjubeln, wie sagt man das? Zu vertuschen? Zu vertuschen, sagt man, ne? Ja, vielleicht können wir was herausfinden. Well, gotta go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Können wir uns denn vorher hier noch ein bisschen umschauen? Ja, können wir. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Ja, gut, das wussten wir schon. Dann schauen wir mal hier ins Bücherregal. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Oh, ganz ein Schrank voller Büchern, schön. Ich mag es, wenn Leute Bücher mögen. Bin ja selbst so ein bibliophiler Mensch. Bin ja selber großer Fan von Büchern und Geschichten. Schon immer gern gelesen, auch als Kind schon. Ein Modellflugzeug. An intricate toy airplane with moving parts. Ja, das war doch bestimmt vom Großvater. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Ja, war ja scheinbar ein passionierter, begeisterter Flieger. Können wir uns hier noch was anschauen? Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Oh, Fleckchen, oh wie süß. Aber Fleckchen lebt wahrscheinlich auch nicht mehr, befürchte ich. Couchtisch? Grandma has prepared some tea for us. Ja, du hast keinen Schluck getrunken. Schäm dich, Kathy. Nah, I'm more of a coffee gal. Ach so, du magst gar keinen Tee? Ach Mensch, Zigaretten und auch noch Kaffee. Das Mädchen jetzt wenigstens ein bisschen Tee getrunken. Ja, und hier steht der harte Alkohol. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Mhm. Huh, would be kind of funny to see her reaction, but no. Nee, ach komm, das hätte ich jetzt... Huch, ich hab zuerst geklickt und dann gelesen. Das sollte man vielleicht nicht machen. Das war ein Unfall, wir wollen ja auch gleich wieder aufs Moped. Wir trinken ja nicht Alkohol und bedienen dann schwere Maschinen und fahren dann Motorrad. Das machen wir ja nicht. Planes, planes, and more planes. Ja, dann zeigen die anderen Fotos wahrscheinlich auch noch mehr Planes, Flugzeuge. planes, and more planes. Ja, und die anderen Fotos dann wahrscheinlich... That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ah, ich hatte noch mehr Planes erwartet. Planes, and even more planes. Nee, nicht noch mehr Flugzeuge. Aha, That's my great-grandfather, Eric Wren. I never Urgroßvater. met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Okay, das heißt, der Name wurde irgendwann geändert von Reagan zu Rain. Das ist interessant. Planes, planes, and more planes. Natürlich, mehr Flugzeuge. Dann schauen wir mal das große Porträt an.
Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Ja, das sah bestimmt noch richtig gut und knackig aus. Kein Wunder, dass die Oma dieses Bild hier aufgehängt hat. Hoch, muss gedrückt halten. Sideboard können wir uns nochmal anschauen. Aus dem Fenster können wir gleich auch mal schauen. Sideboard. A robust piece of wooden furniture. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Boah, super. Schatzsuche. Ich liebe Schatzsuchen. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Ja, das stimmt. Es regnet immer noch. Das stimmt. Na gut, Kathy. Ich denke, dann haben wir hier drin alles untersucht. Dann verlassen wir das Wohnzimmer mal wieder. Möchte mich ja fast noch im Obergeschoss umschauen. Ich denke, da hat niemand was gegen, oder? Ich denke, Großmutter hatte auch nichts dagegen. I shouldn't overstay my welcome. Okay, ja, gut. Ich vorhin auch so beim Reinkommen, so das total gute Benehmen. Oh nein, wir können hier nicht einfach irgendwo reingehen. Jetzt zack, gehen wir ins Obergeschoss. Aber gut, die Oma, die war auch so lieb. Ich habe gedacht, wir könnten uns jetzt hier frei umschauen, aber scheinbar dürfen wir nicht. Na gut. Haben wir denn hier noch irgendwas notiert? What really happened to you that night, Grandpa? Ja, ich denke, das gilt es jetzt rauszufinden. Was haben wir hier noch? Ach, diese komische Kirchenbroschüre, die uns der Pater vorhin mitgegeben hat. Vielleicht gucken wir da auch mal gerade rein. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah blah. Der übliche There's Kirchen... also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Ach, schön. Ich mag ihren Humor. Ich mag ihren Humor sehr. Also das Logo der Kirche, das ist scheinbar ungewöhnlich, aber ansonsten gibt es da nichts Auffälliges zu sehen. Es ist das übliche Kirchenblabla, das man auch von anderen Kirchen kennt. I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. Ihr Humor ist super. Ihr Humor ist super. Ja, wer weiß, wofür wir es brauchen können. Ich meine, wenn die Adresse draufsteht, vielleicht müssen wir irgendwann mal mit dem Pater reden. Vielleicht hat der ja auch Scheiße am Stecken. Wir werden hier grundsätzlich erstmal alles und jeden verdächtigen. Nur die Großmutter nicht, die ist lieb. Aber vielleicht sollen wir auch nur denken, dass sie lieb. Ich mache doch Spaß. Ich kombiniere diese Kirchenbroschüre nicht. Nein, na gut. Dann Tasche zu und wieder hinaus in den Regen. Und es regnet unentwegt. Pausenlos. Der Highway ist schon ganz nass. Dunkle Wolken ziehen vorbei. Und ganz ehrlich, so viel Spaß Motorradfahren auch macht bei Regen, hört der Spaß irgendwann auf und deswegen fahren wir mal schnell zur Polizeiwache, zur örtlichen. Hallöchen, da bin ich. Und natürlich hängt hier erstmal ganz präsent die amerikanische Flagge. Not their peak hours, it seems. Hey, Sheriff, what's the deal with that bum? What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. Da haben wir gerade ein bisschen was von dem Gespräch belauschen können. Not sure where those doors lead. Might be worth checking out later. Ja, sollten wir jetzt vielleicht noch nicht reingehen. Wir schauen uns natürlich erstmal hier um. Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your motivation shouldn't
you say so, boss. Unterhaltet euch nicht gefälligst immer so laut. Ich denke immer, ich verpasse hier irgendwas, wenn ich dann nicht traue mich gar nicht, was zu A bunch sagen. of cops lining up for a photo. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. Ein mittelalterliches Schloss. Okay. Ich frage mich, was wir hier noch so an Bildern und Referenzen erkennen werden. Ich fand ja vorhin schon How can I das... help, boss? It's my mother's birthday this weekend. You'll have to get her a gift. Gift? Like what? I don't really know your mother. Christ's sakes, all moms are the same. Just use your imagination. I'm expecting something nicely wrapped on my desk by the end of the week. Okay, boss. Alter, was für ein Tyrann! Dieser Sheriff! Was ist das denn für ein Typ? Lässt hier seine Mitarbeiter für seine Mutter irgendwie Geschenke kaufen? Was ist da los? A medieval Sheriff? fortress near What's an the deal with ocean, that bump? probably supposed to be somewhere in Europe. The one in the cell. Ja gut, das Gespräch über den Penner haben wir jetzt schon gehört. Various notices Wow. and a wanted poster. Shit. Okay, Fahndungsplakate. Fax machines, the pinnacle of modern technology. Ja. Might be something useful in there. Können wir hier... wir können den Schreibtisch durchsuchen, während der Mitarbeiter daran sitzt. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Ich denke, wir sollten vielleicht erstmal mit dem jungen Cop reden. How's the paperwork coming along, Lenny? Okay, I guess. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Oh Gott, und der arme Kerl wird von seinem Boss gemobbt. Alter, was für ein Schwein! Ich mag diesen Sheriff jetzt schon nicht. Was für ein Arschloch! Wir quatschen mal mit dem armen Kerl. Und schauen uns ihn gerade vorher mal an. Some young cop. Looks a bit familiar. Ja, alter Freund aus der Schule vielleicht? Hi. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Vorgeben, ihn zu erkennen? Nee, komm. Wir bleiben dabei. Wir haben angefangen, die ehrliche Tour zu fahren. Wir geben die Wahrheit zu und wir können uns einfach nicht mehr erinnern. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Alter, Sorry, buddy. weißt du, wie lange das her ist? Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Ich kann ihm meine Sachen zeigen. Wie super. Okay, wir können jetzt über den Vorfall sprechen oder viel lustiger. Wir zeigen ihm, was wir alles in unserer Tasche haben. Guck doch mal hier, was für eine formschöne Kirchenbroschüre. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. Ja, hoffentlich hast du recht. Hoffentlich hast du recht, und er ist wirklich ein harmloser Kerl. Was hältst du denn von Zigaretten? I don't want to show him that. Ach komm schon, Kathy, was ist denn los? Was ist mit dem Feuerzeug? Können wir das zeigen? I don't want to show him that. Was ist denn mit der Elektroschockwaffe? Ich bin sicher, das macht Eindruck. Yeah, that won't get me into trouble at all. Was? Trägt sie den unerlaubterweise mit sich herum? Ich meine, ich weiß nicht, wie das mit dem Waffengesetz in Amerika ist, von wegen Schusswaffen und so. Ist ja ein bisschen anders als hier, und ich schätze mal, ein Elektroschocker hat man da auch mal einfach so in der Tasche, oder? Tue ich den Amis da gerade Unrecht? Guck mal hier, was für ein tolles und schönes blaues Notizbuch ich habe. I don't want to show him that. Ich hab's mir anders überlegt, ich will es dir doch nicht zeigen. Aber ich möchte mit dir über den Vorfall 1981 reden. Was weißt du über meinen Großvater? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here.
Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Well, gotta go. See ya. Dann lassen wir den armen Kerl mal weiterarbeiten und reden mal mit dem unsympathischen Sheriff. Und ich glaube, ja, wir quatschen erst mal mit ihm und schauen uns dann weiter um. Ich hoffe, wir haben dann überhaupt noch die Möglichkeit. Need you to do something. That must be the sheriff. It's my He looks mother's birthday grumpy. this weekend. You'll have to get Aber ganz ehrlich, wir haben das jetzt so oft gehört. Ich unterbreche dich jetzt. Like what? I don't really know your mother. Hello, Sheriff. Do you have a moment? Not really. Make it quick. Boah, was für ein unsympathischer Dreckskerl. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened. If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Okay. Also der Arsch hier ist scheinbar neu in der Stadt. Der ist der neue Sheriff. Und der Truman, der Chef Truman, der damals ermittelt hat, der ist wohl nicht mehr im Amt oder gerade einfach nur nicht im Haus. Das habe ich jetzt gerade nicht so wirklich verstanden. Wie steht's denn mit dem Polizeibericht? Können wir da mal reingucken? Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. Ich gehöre zur Familie. Jetzt kommen sie, Chef, das ist doch keine große Sache. Ich werde den Typen nicht anbetteln. Vielleicht möchte der Lenny uns ja einen kleinen Gefallen tun. So um der alten Zeiten willen. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop the vein. You want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. I've had enough of this nonsense. Fine. Ah, Kathy, ich mag deinen Humor. Ich mag deinen Humor. Was für ein Arsch. Ich denke, der wird uns nicht helfen. Können wir denn irgendwie sein Büro noch bis auf den Kopf stellen und uns umschauen? Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Ja, ich denke, die wichtigen Sachen sind irgendwo versteckt. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the mayor. Ist immer der Bürgermeister? What's the deal with that Just bump? some photo. I can't see it bump? clearly from here. The one in the cell. Oh, I thought it was... Boah, dass die beiden jetzt hier die ganze Zeit quatschen, Just ne? some photo. I can't see it clearly from here. Ja, dann geh doch mal rüber, meine Liebe. Kannst du da hinten nicht hingehen? Doch. Just some photo. I can't see it clearly from here. Tja, dann Just some photo. I can't see it clearly from here. geh doch ein Stückchen näher ran. A gold medal of some kind. Just some photo. I can't see it clearly from here. Na gut. Können da hinten nochmal auf die Trophäen schauen? Paperwork coming along, Lenny? Okay, Ja. I guess. Maybe halfway through. Gewinner der Arschloch-Medaille oder so. Cancel lunch today. Again? Lots of police Oh, reports man. organized Your alphabetically by the motivation looks of it. shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, It's boss. Lenny's phone. Might be useful somehow. Okay, Telefon verwenden. Lenny, need you to do something. Ich glaube, bevor wir uns hier weiter umschauen, werde ich mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause machen. Ich muss ja dann sowieso noch eine ganze Reihe Folgen hier auseinanderschnibbeln und rendern und hast du nicht gesehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mit Kathy Rain genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, ihr seid dann auch bei der nächsten Folge wieder mit hier am Start, wenn wir weiterspielen. Ganz herzlichen Dank. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey, Sheriff?
What's the deal with that bum? Screw this. I'm going for a ride. I couldn't come back when he was still alive. I always imagined he would come here to save me, to take me away. I've been waiting for it all these years. And now, his death means that it's truly over. He'll never pick me up in his arms and take me home. And in a way, I guess that means both of us are finally free. And I can come home for one last goodbye.